Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Da ich von euch immer noch viele Fragen zu meinen Zimtsternen bekomme, fasse ich für euch nochmal alle Tipps und Tricks in einem kurzen Video zusammen. Zu dem Video mit dem Zimtsterne-Rezept gelangt ihr, wenn ihr oben rechts auf die Infokarte klickt. Zunächst einmal knete ich zügig so viel gemahlene Nüsse in den Teig, dass er beinahe nicht mehr an den Fingern klebt und lasse den Teig ein paar Stunden oder auch über Nacht ruhen. In dieser Zeit wird der Teig fester und klebt nicht mehr. Nach der Ruhezeit rolle ich den Teig etwa 1 cm dick aus und steche die Sterne aus. Bei dieser Methode, die sich vor allem für Anfänger und Ungeübte eignet, backe ich die Sterne zunächst ohne Glasur bei 120 bis 140 Grad etwa 10 Minuten. Sobald die Plätzchen rundherum gleichmäßig hell geworden sind, nehme ich die Kekse aus dem Ofen und lasse sie auf dem Backblech abkühlen. Nachdem die Plätzchen abgekühlt sind, streiche ich mit einem Messer die Glasur auf die Sterne auf und lasse sie mehrere Stunden, das kann man auch über Nacht machen, bei Zimmertemperatur trocknen. Dadurch saugen zum einen die Kekse die Flüssigkeit auf und werden später schön saftig, die Glasur reißt beim Backen nicht auf und der anschließende Backvorgang wird deutlich verkürzt, sodass ihr weniger Energie verbraucht. Beim Backen müsst ihr die Zimtsterne auf jeden Fall immer im Blick behalten, da sie schnell dunkel werden können. Ihr könnt auch zunächst nur einen Keks zur Probe backen und schauen, welche Temperatur und Backzeit euch am meisten zusagt. Die fertigen Plätzchen müssen außen trocken, aber innen noch weich und feucht sein. Zimtsterne sind nicht ganz einfach herzustellen, aber mit etwas Liebe und Geduld könnt auch ihr Zimtsterne backen, um die man euch beneiden wird.